Kulinarisch sind wir heute in der Türkei. Und zwar machen wir heute eine gefüllte Aubergine. Die füllen wir ganz lecker mit ein bisschen Paprika, würzen die ganz lecker. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. So, die gefüllte Aubergine ist natürlich ein vegetarisches Gericht. Entweder als Hauptmahlzeit oder als Beilage. Ich bin nun mal kein Vegetarier. Ich mache mir ein Flanksteak dazu. Aber nur so zur Info. Tatsächlich wird das Video sich ausschließlich auf die Auberginen beschränken. Die werden wir halbieren, etwas mit Öl bestreichen, dann vorbacken, eine halbe Stunde. In der Zeit machen wir die Gemüsefüllung fertig, füllen die dann, überbacken die dann nochmal ein bisschen mit Schafskäse und zum Schluss wird mit ein bisschen Minzblättern garniert. Kann man weglassen, wer das nicht möchte, aber schicker sieht's aus. Die Aubergine ist gewaschen, wird jetzt einmal halbiert und dann so ein bisschen eingeschnitten, damit die gleichmäßiger garen kann. Und dann mit ein wenig Olivenöl bestrichen. Und kommt dann sofort auf den Grill. Oder in den Backofen. Ich habe die zwei äußeren Brenner an. Damit komme ich etwa auf 200 Grad. Und jetzt werden die eine halbe Stunde lang. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. So, den Staudensellerie, den werden wir uns jetzt in kleine Stücke hacken, in kleine Würfel. Und die Zwiebel ebenfalls. Den Anschnitt werde ich hier mal wegmachen. So. Und die Zwiebel ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Und dann kommt das alles in eine Pfanne und wird schon mal angeschmort. Yo la vi pasar, me enamoró su mirar. Ese día conmigo bailó, yo sabía que quiere más. Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor. Es tan fuerte que solo vos te adueñaste del corazón. Baby, tú Paprika schneiden wir in Streifen. So, die Paprika haben wir in Streifen geschnitten, den Knoblauch fein gehackt. Vorher hatte ich die Zwiebeln und den Stangensellerie in kleine Würfel geschnitten. Die werden wir jetzt mit einem Teelöffel oder 2 Teelöffel Olivenöl anbraten und 5 Minuten später die Paprika dazu geben. Und dann insgesamt so 20-25 Minuten schmoren lassen. So, die Pfanne mit den Zwiebeln und dem Sellerie sind auch auf dem Grill. Die Zwiebeln und der Sellerie, die sind jetzt auf der Pfanne auf dem Grill. Die dürfen 5 Minuten schmoren. Dann gebe ich die Paprika und den Knoblauch dazu. Lasse das alles weitere 5 Minuten schmoren. Und fange dann an zu würzen mit ein bisschen Salz und Pfeffer und vor allem mit einem halben Teelöffel gerösteten Paprikapulver. Nicht geröstet, sondern geräuchert. Geräuchertes Paprikapulver. Kreuzkümmel, einen halben Teelöffel und einen Viertel Teelöffel Zimt. Und dann wird das abgelöscht mit stückigen Tomaten, 2 Teelöffel Balsamicoessig und 2 Teelöffel Granatapfel. Granatapfelsaft, Granatapfelsirup, je nachdem, was man so bekommt. Und dann
kann das nochmal so 20 Minuten weiter schmoren. Dazu stelle ich das hoch, nicht mehr über die direkte Flamme, sondern so in den indirekten Bereich, dass es nur noch die Wärme kriegt und langsam so ein bisschen einköchelt und verschmort. So, die 5 Minuten sind vorbei. Jetzt werde ich die Paprika und Zwiebeln und alles würzen. Dann kann das auch mal ein paar Sekunden Hitze abbekommen, damit so die Aromen sich noch besser freisetzen können. Und dann wird es mit dem Granatapfelsirup und dem Balsamico und dann auch mit den Tomaten abgelischt. So, und jetzt stelle ich das in den indirekten Bereich. Und dann kann das jetzt nochmal 20 Minuten weiter schmoren. Um die Auberginen füllen zu können, müssen wir sie vorher natürlich erstmal aushöhlen. Dazu lassen wir sie kurz abkühlen. Nehmen uns einen Löffel und naja, so ganz so einfach ist es nicht. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie eine andere Idee habt. Und das, was wir jetzt aushöhlen, die Auberginen, kommt dann zu unseren Paprika noch dazu. So, die Auberginen, die werden jetzt gefüllt, mit dem Schafskäse überbröselt und dann überbacken, nochmal so etwa 20 Minuten. Im Übrigen waren die Auberginen beim Ausfüllen noch nicht so richtig durchgegart, deswegen war es ein bisschen schwieriger. Wenn die ein bisschen länger, 5 Minuten länger, dann wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja, wir überbacken die dann und können dann essen. Pro Auberginen, also eine komplette, 2 Hälften, da sind wir bei 3 Dingster. Als Beilage wunderbar. Kosten. Das sieht aber auch geil aus. Sehr lecker. Auch vegetarisch kann lecker sein. Zum Schluss noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Nochmal ein bisschen abgeschmeckt. Super, macht es nach. Ich freue mich, dass ihr euch heute wieder zugeschaltet habt. Hoffe, euch hat es gefallen. Freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Selbstverständlich über jeden Abonnenten. So langsam wird es ja tatsächlich immer mehr. Ich freue mich da tierisch drüber. Hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.